Hallo meine Freunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man am 944er das Lenkgetriebe aus- und wieder einbaut. Dazu müsst ihr natürlich die Räder lose machen und die Vorderachse aufpumpen. Die Verkleidung muss natürlich auch weg. Wieder meine beliebten 11 Schrauben. Um das Lenkgetriebe auszubauen, muss zuerst der Stabilisator weg. Dafür gibt es aber ein extra Video. Das schaut ihr euch jetzt an. Dann kann das Teil raus. Und das Rädchen kann runter. Nachdem der Stabilisator mal weg ist, sieht man das Lenkgetriebe. Hier die Spurstangen, das Lenkgetriebe selbst und auf der anderen Seite. Das erste, was wir lösen müssen, ist diese Masseverbindung. Hier haben wir eine Kreuzschlitzschraube. Die lassen wir aber mal, weil die Halterung, wo das Massekabel drauf geht, hier oben, müssen wir eh wegmachen. Da beginnen wir mal. Hier haben wir dann die Masseleitung und gleich die Halterung von der Leitung. Haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Gut. Als nächstes kommt die Druckleitung von der Servopumpe. So, wenn die mal offen ist, kommt das ganze Öl raus. Lassen wir erstmal rauslaufen. Wenn es noch hin und her kurbelt, läuft das ganze Öl raus. Okay, kräftig hin und her. Schluss. Die Schraube drehen wir hier gerade wieder drauf. Macht zum einen mal, verliert man sie da nicht, zum anderen kommt kein Dreck rein. Die linke Stabi-Halterung nehmen wir auch noch weg. Zwei Schräubchen später haben wir das Teil. Am Kardangelenk der Lenkwelle müssen wir jetzt eine Markierung setzen, dass wir nachher wieder richtig mittig zusammenkommen. Dann setzt er mit dem langen Körner da hinten an die Klemmhitze eine Markierung, also einfach eine kurze Bunse. So, und genau auf die stellen wir nachher wieder ein. So, als nächstes müssen wir diese Mutter öffnen. Porsche-typisch kommt man natürlich wieder mit keinem Schlüssel der Welt bei. Mit einem geraden Ringschlüssel geht es noch. So, jetzt habe ich das Problem, dass man die durchgeht. Mit viel Gefummel und ein paar Ratschen Ringschlüssel kriegt er die Schraube dann raus. Wenn die Schraube mal los ist, macht er den Rest per Hand. Dann könnt ihr die Schraube auch gleich ganz rausnehmen. Muss gerade so reichen. Schraube ist raus. Das Lenkgetriebe selbst sitzt auf diesen 4 Schrauben. Die lösen wir jetzt, dass wir es oben aus dem Kreuzgelenk nehmen können, aber noch nicht abschrauben, sonst hängt das Getriebe in der Luft. Die Schelle hatten wir ja vorhin, die Masseleitung schon geöffnet, dann kommen wir auch in die untere dran. Okay. Wenn sie mal lose sind, geht es wie immer ganz einfach. Kennen wir ja schon. So ein schönes Stück raus, aber dass sie noch nicht aus dem Gewinde sind. Auf der anderen Seite natürlich die gleiche Nummer. Jetzt sollte das Getriebe ein Stück nach vorne gehen, also hier innerhalb der Schrauben, und dann könnt ihr es hier oben aus dem Kreuzgelenk versuchen auszudrücken. Ihr könnt es euch jetzt schwer machen mit dem Abdrücken oder nehmt einen 24er Gabelschlüssel und dann könnt ihr das zumindest mal so weit hochdrücken. Jetzt kommen die Spurstangenköpfe raus, da ist diese Sicherungsmutter oben, die müssen wir natürlich erstmal lösen. Okay, sie hat sich ergeben und dann noch eine Viertelumdrehung und wir können bald mit der Ratsche los. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Aha. Jetzt haben wir die Mutter überredet, dass sie rauskommt. Ist richtig warm. Okay. Die Spurstangen müssen wir natürlich jetzt überreden, hier aus dem Konus zu springen. Da habe ich so ein hübsches Instrument, um sie zu überzeugen.
Spurstangenabdrücker. Der setzt jetzt hier an. Der hakt hier unten ein und drückt da oben, wenn ich jetzt diese Schraube drehe, drückt er jetzt hier oben auf den Bolzen und dann drückt es den Bolzen nach unten raus. Sieht soweit aus. Gut. Riech an und irgendwann macht es dann fürchterlichen Schlag und die Spurstange kommt raus. Die gleiche Nummer mit dem Spurstangenkopf auf der anderen Seite. So haben wir das Teil auch rausgekriegt, oder? Ja. So, hinten am Lenkgetriebe sitzt noch die Rücklaufleitung. Die geht hier sehr schwer auf, deswegen gehe ich lieber gleich mit dem Schlagschrauber dran. Und wenn es gar nicht geht, lassen wir das Ding drauf, können wir nachher am Schraubstock immer noch machen. Ich mache jetzt die Rücklaufleitung vom Träger weg und vorne los und dann nehmen wir das Getriebe mit der ganzen Rücklaufleitung raus. Die Rücklaufleitung hat hier unten eine Schraube, die gewaltig saß. Da ist jeder einzelne im Gewinde versaut. Die andere Seite des Schlauchs ist hier am Hydraulikölkühler verschraubt. Da sitzt eine Schelle, die drehen wir mal genüsslich lose. Ist eh undicht, müssen wir eh neu machen. Noch ein Tipp von mir, vor dass ihr das Lenkgetriebe ausbaut, ist es geschickter, ihr macht noch diesen Deckel von der Lichtmaschine weg. Er hat 4 kleine Schräubchen und dann kann der Deckel da runter. So, jetzt könnt ihr das Getriebe runternehmen. Bin nicht rausgegangen. Okay. Das ausgebaute Getriebe schicken wir jetzt zu einem Spezialisten, weil es hat Probleme mit der Zahnstange. Davor müssen wir aber diese Leitungen noch wegmachen. Jetzt geht es aber viel einfacher dabei zu kommen. Wir können den großen Schlagschrauber einsetzen. Die ist auch gekommen. So kriegt er nämlich die Leitung los, ohne diese verdammten Hohlschrauben zu vernudeln. Ja, passt. Bei der Abnahme des Getriebes hatten wir die Leitung ja dran gelassen, weil wir diese verdammte Verschraubung am Lenkgetriebe nicht aufbekommen haben unterm Fahrzeug und wir die Schraube auf keinen Fall vernudeln wollten. Beim Einbau können wir es jetzt natürlich umgekehrt machen. Das heißt, wir bauen erst die Leitung und dann das Getriebe ein. Die Leitung könnt ihr hier einfädeln. Wenn das Getriebe nicht dran ist, hat man ja deutlich mehr Platz für die Nummer. Und schon ist sie drin. Kommt sie hier drüber und da vorne auf den Kühler. Und dann machen wir sie hier in die Klammer. So haben wir ungefähr die Geometrie von der Leitung. Kommen die Schräubchen hier raus und die Klemmen drauf. Jetzt hat man natürlich viel mehr Platz. Jetzt kommt man auch besser bei mit der Hand. So. Position machen wir, wenn die zweite Klemme fest ist. Oben kommt noch das Scheibchen drüber und ein Mütterchen. Da müsst ihr natürlich da oben die Schraube an der Klemme wieder festziehen, auch wieder schön dicht wird der Kreislauf. Das Lenkgetriebe war mittlerweile beim Aufbereiter. Ihr seht, der hat professionelle Arbeit geleistet, ist alles neu gemacht, wunderschön wieder zusammengebaut. Jetzt können wir es wieder im Fahrzeug einbauen. Dazu bringen wir es zunächst mal in die Mittelstellung. Ich habe also hier mal gemessen. Und hier haben wir den gleichen Abstand. Das heißt, wir sind jetzt in der Mittellage. Zusätzlich habe ich meine alte Markierung noch rot gemacht, dass wir sie nachher unterm Fahrzeug besser sehen. Dann können die Manschetten auf das Getriebe. Eine und die andere.
Das ist jetzt die Rücklaufleitung. Hier müssen wir lediglich den Stöpsel lösen, weil die montieren wir nachher unter dem Fahrzeug. Und der Stöpsel hier muss raus, weil anstelle von dem müssen wir die Druckleitung montieren. Da kommen wir nachher nicht dran, bevor wir das Getriebe installieren. Die Druckleitung muss jetzt so ranmontiert werden. Ihr seht, es geht gar nicht anders von der Form. Und jetzt müssen wir hier aber aufpassen. Bei diesen Hohlschrauben, ihr seht, das sind Schrauben, wo die Flüssigkeit innen durchläuft und dann zu dem Loch rauskommt, muss immer ein Dichtungsring am Kopf, dann kommt die Leitung und dann muss der zweite Dichtungsring kommen. Natürlich habe ich mir 2 neue Dichtungsringe besorgt. Also hier muss ein neuer Dichtungsring drauf, dann kommt die Schraube hier drauf und dann muss ein Dichtungsring drunter und dann könnt ihr sie mal vorsichtig ansetzen. Damit die Leitung nachher hinten richtig sitzt, mache ich sie hier mal kurz an der Position. Dann sichern wir es hier kurz mit dem Kabelbinder. Jetzt ist die Leitung ungefähr in der Position, wo sie nachher sein muss. Und jetzt können wir die Schraube festziehen. Die Holzschrauben bekommen 20 Newtonmeter. Und 20 Newtonmeter. Das Getriebe setzt er jetzt aus diesem Winkel kommend an und da muss hauptsächlich mal eine Schraube rein. Dann habt ihr schon halbe gewonnen. Die auch gar nicht fest reindrehen, die muss nur mal kurz angesetzt werden. So, die Schrauben müsst ihr so lassen, dass ihr das Getriebe noch zurückfahren könnt, sonst kriegen wir oben das Kreuzgelenk nicht rein. Machen wir das auch noch gleich sauber, Tropfen Öl drauf. Und jetzt müsst ihr aufpassen, bei diesem Auto kommt es tatsächlich von unten in den Achsschenkel rein. Problem ist, dass die Achszapfen ja da unten im Kugelgelenk stecken und die Sicherungsmutter verdammt viel Widerstand hat beim Aufdrehen. Deshalb dreht der Bolzen mit. Wir müssen zuerst eine normale Mutter aufdrehen. Normal ist jetzt natürlich hier relativ, weil das ist ein 12×1,5er Gewinde. Jetzt geht der Zapfen in den Konus rein, blockiert. Und jetzt lösen wir die normale Mutter wieder. Der Zapfen sitzt jetzt fest in seinem Konus und danach können wir die Sicherungsmutter montieren. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite, auch Öl drauf. Gewinde habe ich schon überarbeitet. Dann könnt ihr den Achsschenkel da hinten suchen gehen. Dann den Zapfen so ungefähr in die Richtung biegen. Gerade so rein, Mutter drauf, dann baumelt es nicht alles in der richtigen, dann baumelt es nicht alles in der Gegend rum. Ich ziehe erstmal den Spurstangenkopf in den Konus mit einer normalen Mutter. Wenn er dann halbwegs drin sitzt, kommt die normale Mutter wieder runter. Und dann können wir die Sicherungsmutter draufsetzen. Die Köpfe bekommen 50 Newtonmeter. Und 50 Newtonmeter. Und 50 für die andere Seite. Ihr seht, dass der Schlitz am Kardangelenk jetzt genau auf unserer roten Markierung steht. Das heißt, so müssen wir wieder drauf. Wenn das Gelenk oben mal angesetzt ist, müssen wir jetzt das Getriebe unten festmachen. Dafür muss aber die kleine Schraube, die Halterung hier wieder raus, sonst kriegt man die untere Schraube nicht rein. Und dann kriegen wir hier die Schraube dran vorbei. Dann ziehen wir die Schrauben mal handfest an, dass das Getriebe nicht mehr in den Schrauben wackelt. Die tollste Erfindung der letzten 20 Jahre sind halt die Späterschlüssel. Die Schrauben an der Lenkung bekommen 23 Newtonmeter. Einmal, zweimal, dreimal
Als nächstes kommt die Masseleitung hier drauf mit dem Kabelhalter zusammen. So, dann schraubt er hier die Masseleitung, die ist da unten drunter, die Schelle drauf am Lenkgetriebe fest. So, damit ist die Leitung auch gesichert. Kann nichts mehr passieren. Damit das Kreuzgelenk besser auf das Lenkgetriebe rutscht, habe ich hier einen langen Durchschlag. Und dann setzen wir den von oben her an und klopfen ein bisschen zärtlich drauf. Wenn er noch einen Schraubenzieher zum Unterstützen nimmt, geht es noch leichter. Aha, ihr seht, ein paar dezente Schläge und das Ding rutscht drauf. Wenn ihr in der richtigen Tiefe seid, passt auch die Schraube durch. Auch die können wir gleich mal ein bisschen anziehen. So, die Schraube da oben zieht er mit 30 Newtonmeter an. Und die bekommt ihre 30 Newtonmeter. Weiter geht es mit der Hohlschraube der Druckleitung an der Servopumpe. Auch hier müssen wir die alten Ringchen wieder ersetzen. Jetzt müsst ihr aufpassen, die haben auf dieser Seite einen anderen Durchmesser, also andere Bestellnummer. Wieder einer auf die Schraube, die passen gerade so drauf. Schraube mit einem Ring hier durch, dann kommt der zweite Ring hier drüber und dann geht es hier in die Pumpe. Die Druckleitung wird hier hinten zusammen mit der Übergangsleitung verbunden. Hier ist sogar eine Gummitülle, wo die einhalten muss. So. Die Hohlschraube an der Servopumpe bekommt 30 Newtonmeter. Dann muss die Rückleitung drauf und da muss natürlich erstmal der gelbe Stöpsel raus. Dann kommt die Rücklaufleitung, auch wieder eine Dichtung drunter, eine Dichtung rüber. Dann können wir mal langsam anfangen, oben den Servobehälter wieder aufzufüllen. Das ist übrigens ATF 2 Dexron, wo da reinkommt in das Auto, also kein ATF 3. So, ihr macht da ganz langsam rein, dann seht ihr nämlich, wie ganz langsam die Luftblasen rauskommen. Also ja, nicht gleich den ganzen Liter rein, sondern schön langsam. Dann entlüftet sich das halbe System schon von alleine. Ihr könnt gut mal über Max auffüllen, wenn wir den Motor starten, verschwindet ja noch was. Die Entlüftungsprozedur funktioniert nun folgendermaßen. Zuerst wird der Motor mehrfach kurz gestartet, wenn er kurz anspringt, sofort wieder aus. Dabei sinkt der Flüssigkeitsstand jedes Mal ein Stück ab. Jetzt könnt ihr mal schauen, aha, das Ding ist jetzt um so viel abgesunken. Diese Prozedur wiederholen wir so lange, bis der Flüssigkeitsstand im Behälter nicht mehr absinkt. Beim zweiten Mal sehen wir zumindest schon, was er Messstab. Bis hierher steht die Flüssigkeit, das heißt bis hier auffüllen, nächster Versuch. Im dritten Versuch ist der Flüssigkeitsstand nicht mehr abgesunken, jetzt geht es weiter in der Prozedur. Als nächstes lassen wir den Motor laufen und kurbeln die Lenkung immer von Maximum zu Maximum, aber nicht auf Maximum mit Gewalt halten. Eine Umdrehung rechts, eine Umdrehung links, eine Umdrehung rechts. Dann noch bis zum Anschlag, aber nicht auf dem Anschlag stehen lassen. Dann wieder auf den anderen Anschlag. Nach der ganzen Kurbelei fehlt natürlich wieder ein bisschen. Und die letzten Luftblase füllen wir nach, dann ist gut. Wenn wir mal so weit sind, können wir auch den Deckel hier wieder draufschrauben. Dann können wir auch das Gehänge für den Stabilisator wieder einsetzen. Die Lasche ist hinten, also die Schrauben vorne in Fahrtrichtung.
Die Teile werden mit 20 bis 23 Newtonmetern angezogen. Das sind Achterschrauben. Bevor wir den Stabi aufmachen, können wir die Räder wieder ansetzen. So, bevor dass wir den Stabilisator montieren, setzen wir das Auto wieder auf seine Rädchen. Wie man den Stabilisator montiert, dafür gibt es ein extra Video, das schaut euch jetzt an. Zum Schluss kommt noch die untere Verkleidung rein, da wisst ihr aber wie es geht. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.